So, du holst aus, fertig. Das ist Tick. Aufreißen. Schlag nochmal, guck. Geh runter. Genau. Jetzt gehe ich hier rein und dann so. Greif nochmal. Ich kann das vorweg machen. Jetzt haben wir das. Ich bin jetzt der Aktive. Nein, du musst Druck dagegen halten. Druck dagegen halten. Also nein, nicht abhauen. Du musst immer merken, wo bin ich vom Druck und folgst mir. Du musst die Kontrolle bewahren. Ja? Nicht so. Ein Teil des Handgelenks, also der Rand, die Kante geht an das Ende, um es abzudecken. Also niemals so, ein Teil. Der Grund ist, dass ich mehr Schubkraft habe. Es kann nicht rausrutschen. Ja? Der Abstand ist so. Ich halte es nicht breiter, ich halte es nicht enger. Es ist genau so viel, dass ich unterm Revers bin. Der Grund ist, ich kann vor dem Körper arbeiten, aber auch hinter dem Körper. Wenn ich also zu breit greife, dann kann ich hinter dem Körper nicht arbeiten. Ein Zwischenschritt, tiefer Stand. Nochmal. Ein Zwischenschritt, tiefer Stand. Okay. Rückwärtsschritt, Mabu. Wir laufen mal nebeneinander. Okay, also. Parallel. Ja? Parallel. Das ist der Grund. Okay? Also, wir erschließen uns die Grundbewegung. Es heißt Luk Ding Bung Quan, das heißt 6,5 Punkt. Das sind nicht 6,5 Bewegungen. Das sind 6,5 grundsätzliche Arten zu bewegen. Grundsätzliche Arten. Wir fangen mit der ersten an und das ist Biu und das ist der Stich. Erstes Mal, wir nehmen die Waffe hoch. So, gehen in den tiefen Stand. Wir arbeiten alle in die gleiche Richtung, ja? Machen wir so rum. Dann ist es leichter, ja? Piu. Ich zeig's noch mal, ja? Piu. Okay? Piu. Dieser Stich ist von der Schulterhöhe. So. Bumm. Falsch ist das. Ellbogen immer drunter. Dann Stich. Okay? Also. Dann nimmt die Waffe runter. Von hier, die Spitze bleibt oben, als ob ihr durch einen Ring, merkst du? So. Okay, also. Grundsätzlich bewegen wir den Körper vor der Waffe, weil die bewegte Masse die Energie liefert. Also Körper, Waffe kommt zum Schluss. Nochmal versuchen. Vielleicht machen wir das so leicht schräg. Das ist auch schöner zum Filmen. Ihr macht bitte so 45 Grad. Also gehen immer so, ja? Also, genau. Also von hier, macht das in die gleiche Richtung wie ich, ja? Okay, dann haben wir aus der tiefen Halte, gehe einen Schritt zurück, von der hohen Halte den mittleren Stich. Ihr seht, ich gehe nur bis Hüfthöhe. Ich zeige es mal. Schau. Hüfthöhe. Also von hier Hüfthöhe. Genau. Und dann machen wir das aus tiefer Halte. Das ist so wie bei Dong Fak So. Das schwingt nur hoch. Ihr kennt diese also die großen Glocken und dann geht ein Baumstamm dagegen. Der hängt nur an 2 Seilen oder Ketten. Und so kann man auch einen sehr schweren Stab, schau, hochschwingen lassen. Also ich hebe nicht an, ich bleib tief, ja, ich bleib tief und ich schwinge nur hoch. Ich schwinge nur hoch.
Immer parallel zum Boden. So. Okay. Jetzt versuchen wir den gleitenden Stich. Ich zeige das mal. Schaut mal. Ich mache also das und verlängere. Die Hand ist so, nicht nach unten. Schau. Ich mache Stich und gleite. Ich zeige es nochmal. Schau mal. Also von hier, geh schräg runter, geh runter. Okay, immer gleitend. Also Stich, gleiten. Ja, schau. Ich kann das auch mit anderer Schrittarbeit machen. Schau, ist auch gleitend. Also ich kann erst, beide Arme haben mehr Kraft. Manchmal bin ich in kniender Haltung und kann nicht gehen. Ja, und jetzt brauche ich noch extra Reichweite. Das kann auch sehr überraschend sein. Der Körper braucht mehr Zeit, um große Bewegungen zu machen. Aber ja, du siehst es nicht mal, kommt ja auf dich zu. Schau, so. Und dann, bumm. Das ist auch Bio. Okay? Versuch das mal von hier. Schau. Einfach, der Körper hebt es an. Schau, Körper hebt es an. Und dann gehe ich vor. Das ist jetzt der Core-Trick. Ja? Oder von hier. Oder von hier. Oder von hier. Okay, nächste Stichbewegung. Abwärts. Da liegt einer am Boden. Der steht nicht mehr. Schräg runter. Ja? So, diese Stiche waren alle dicht am Körper. Ihr seht, dicht am Körper. So, es gibt auch schwenkende Stiche. Schwenkende Stiche. Haltet mal den Stock gestreckt, also Maß nehmen, gestreckt und es bewegt nur zur Seite. Das ist schwenkend. Bei schwenkenden Stichen ziehen wir also nicht zurück, sondern die Arme bleiben gestreckt und ich schwenke. Okay? Also, bin hier, ja, gestreckt, schwenk. Ist kein Stich. Guck, nicht das. Du bist gestreckt und du schwenkst. Wir werden später dieses Phänomen sehen in Dreidimensionalität. Das heißt, ich habe Bungee-Qua, die Verdrängung, und ich schwenke. Zum Beispiel so. Also von hier, das hier. Ja? Und mit Schritt. Nochmal. Also, streck das, schwenk das. Ja, kommst mal. Ich mache ein Beispiel. Ich nehme meinen Assistenten kurz. Ja, komm mal bitte. Wir machen noch Chiso. Ja? Also, wir werden noch viele Anwendungen machen, aber ich zeige euch trotzdem immer einmal ein Beispiel, dass ihr es versteht. Ja? Was sind die 6,5 Bewegungsarten? Beispiel, schau. Der Angreifer, er holt aus, also er will irgendwie sowas machen. Hol mal aus, vorbei. Muss also nicht immer was abwehren. Wenn die Lücke sich gibt und er ausholt, dann ist das ganz einfach. Schau. Du holst aus, fertig. Beispiel für Stich. Okay? Oder, gut, also wir sprechen über die Taktiken nachher. Es gibt Angriffskonzept, Erzeugung von Öffnungen zuvorkommen. Es gibt Verteidigungskonzept, das heißt reagieren auf Angriffe. Und es gibt Notlösungskonzepte, wenn wir Fehler machen. Genau wie im Waffenlosen, das ist genau das Gleiche. Dankeschön. Ja, die nächste Bewegungsart, wir haben noch einen vergessen, ist Tiu. Tiu ist aufreißen, hochreißen. Und wichtig, dass ihr das mit Körpermechanik macht. Körpermechanik heißt, ich bewege den Stock nicht mit den Armen. Ich verwende große Muskelgruppen, das heißt also Rumpfmuskulatur, Rückenmuskulatur. Ich drücke mit meinem Gewicht auf das Ende. Das heißt, die Schultern machen eine Kippbewegung, ich gebe hier Druck drauf. Und was dann passiert ist, die Waffe hat Kraft. Nein, nicht. Guck mal, du hast es nur gerissen. Nein, guck, du hast das gemacht. Ich mache es so, guck mal, guck. Ja? Vom Körper. Ja? Tick. Hoch, ja? Also ich reiß die Waffe hoch. Okay, komm mal her. Lass die Waffe runter. Schau, gib mal einen Schlag.
Das ist Tick. Aufreißen. Schlag nochmal. Geh runter. Genau das Gleiche. Ja? Ihr seht, im Waffenlosen haben wir die Entsprechung des Aufreichens. Also, wir haben jetzt schon die 2 kennengelernt. Biu, Tiu. Ja, aufreißend. Okay? Die dritte ist Gan. Gan heißt kreuzen oder schneiden. Ihr kennt das vom Gansau. Gan ist runter. Nicht unbedingt runter, sondern schneiden. Also auch wenn ich so etwas mache, selbst wenn ich das tue auf eine bestimmte Weise und ich das Schneiden als Funktion betrachte, dann haben wir die Funktion Gan. Gan wird auch im Mandarin Quor genannt. Also Gan ist Kantones und Quor ist Mandarin. Ja? Also runterschlagen, ich ende parallel. Ich mache mal einen Fehler, wie es nicht geht. Schau, es ist keine Achse. Beide Arme ziehen zurück und es taucht ein wie eine Sense und es geht runter. Also ihr braucht die allgemeine Körpermechanik. Wenn ich eine Aufwärtsbewegung mache, hebt der Körper. Wenn ich eine Abwärtsbewegung mache, senkt der Körper. Versuch das nochmal. Schau, ich gehe runter. Marc, gehst du auch rein? Sieht schöner aus, wenn wir alle an der Linie sind. Also Gan. Grundsätzlich. Marc, kommst du mal? Halt mal Stock hoch. Ich fange mal bewusst mit Kontakt an, dass ihr seht, was das macht. Schau, hab Stock. Er kriegt eine Beschleunigung. Ich könnte das auch mit Impuls machen. Also ohne Kontakt mit Impulsschlag. Ich habe es bewusst mit Kontakt gemacht. Nochmal. Schau, das ist das so. Und ich zieh's runter. Nochmal. Schau, ich zieh's runter. Bumm. Das ist ein Schneiden, ein Kreuzen, das ist Gan. Okay? So, jetzt kommen wir zu Pak. Pak kann ich mit diesem Stock nicht machen. Also, kann so aussehen. Wir haben mal was Flexibles mitgebracht. Wenn du mich umgehst, geh mal darum. Schau, er isoliert sich zu mir. Und wenn der Stock hart ist, hat er keine schwingenden Eigenschaften. Die Packbewegung ist das Spiral, die Federkraft. Der Stock, der nachwippt, wenn ich ihn antriggere. Also, wenn ich eine Seitwärtsbewegung mache, seht ihr, wie der ausschlägt. Also elastisch. Gibt es in jede Richtung. Schau. Das ist zu weich, tut mir leid. Ja? Also ich trigger es an und er geht hoch oder geht rüber. Wenn der Stock hart ist, nochmal, schau. Ich zeig was, mach mal nichts, schau. Also er deckt sich und er macht Angriff. Ja? So, stopp. Ich muss nicht warten, bis er das tut. Ich kann ihm den Weg abschneiden. Mach mal einen Schritt. Stopp. Schau. Hier muss die Waffe an mir vorbeigehen. Vorher bin ich nicht sicher. Und wenn die Waffe hart ist, schau, zeigt meine Waffe nicht auf ihn. Deswegen, harter Stock muss ich anders arbeiten als weicher Stock. Also weicher Bambus, elastische Eigenschaft. Nochmal, schau. Wenn das so ist, schau, zeigt ins Leere. Brauche ich eine Verlagerung, um ihn zum Schluss zu treffen. Wenn der Stock elastische Eigenschaften hat, ist das ein bisschen anders. Schau, mach den Schritt zur Seite, stopp. Ja, er hat mich schon isoliert. Und hier, lauf mal neben mir. So, okay. Ich will darauf hinaus, hier habe ich eigentlich keine Sicherheit. Wir können uns beide treffen. Das ist die Außenseite. Aber es genügt, bis zur Mitte zu gehen. Also normalerweise müsste ich beim harten Stock weiter. Aber beim elastischen reicht die Mitte, weil der Stock weiter schwingt und dann habe ich genau die Linie. Ich muss also gar nicht so viel machen. Ich kann bei der Mitte stoppen und der Stock schwingt ja weiter und dann nehme ich die Rückseite und dann habe ich den Stich. Ihr sollt nur verstehen, dass das hier eine federartige Geschichte ist. Nach oben, zur Seite, das ist Pak. Also, wir versuchen es trotzdem mal. Ihr stellt euch vor, das Ding würde federn, ja. Also, ja, würde federn. Gibt es in jede Richtung. Hat nichts mit der Richtung zu tun, hat mit der Eigenschaft des Stockes zu tun. Grundsätzliche Federkraft oder Spiral, Elastic Force, ja, also die elastische Eigenschaften. So, die nächste Bewegung. Es geht weiter. Also,
Die nächste Bewegung ist Tick. Tick ist, oder Dim. Kantonesisch ist Dim der Punkt. Seht, das ist wie ein Touch, also eine schräge, aufsetzende Bewegung. Das ist so, Tick. Ihr erkennt Tick am gestreckten Arm. Ist also nicht am Körper, ist nicht so. Ist gestreckter Arm. Und drückt drauf. Ist nur auf Punkt. Okay? Es hat aber nichts mit dem Boden zu tun. Wir können die Tickbewegung auch hoch machen. Also tief, hoch, ist egal. Ja? Ja? Hoch, hoch, ja? Tief. Okay? So, wie viele Bewegungen haben wir bis jetzt? Pew, Tew, Garn, Pack, Tick. Es fehlt noch 1,5. Dann sind es 6,5. Marc? Warum halbe Bewegung? Die 1,5 letzte Bewegung, damit es 6,5 werden, ist Qi-Shi. Qi-Shi heißt kleben, wie beim Qi-Sao. Und Shi ist Kontakt lösen. Warum halbe Bewegung? Ich mache ein Beispiel. Schau. Guck mal, ich wippe hier, gib mal Angriff. Schau. Schau. Ich gehe hinter die Waffe im Halbkreis. Also ich verberge mich. Und das ist eine Halbkreisbewegung. Weil ich den Kreis nicht komplett mache. Es ist nur ein Halbkreis. Ist das als halbe Bewegung gezählt. Und das ist von der Funktion, mach mal schau, hinter eine Wand gehen und Perspektive tauschen und dann den Kontakt lösen. Und dann kann ich entwaffnen, Fuß, Hinterkopf. Das ist jetzt ein Beispiel für Qi-Shi in Anwendung. Es gibt verschiedene Arten, das zu machen. Wir zeigen es nochmal. Schau. Vor allem, ich unterrichte euch erstmal in den statischen Grundbewegungen. Warum ist das wichtig? Ihr seht gar nicht, ob ihr Fehler macht und was passiert. Wir müssen also statisch beginnen. Versteht ihr? Ich mache ein Beispiel. Schau, mach mal so, dass der Kopf überzeigt. Jetzt kommst du seitlich, ja, hast keine Deckung. Ah, Peng. Wenn wir das so machen, sehe ich, hat er Schutz, hat er nicht Schutz. Er muss sich ja verbergen. Der Kopf überschaut, hat er keinen Schutz. Also ihr lernt schneller, besser und präziser, wenn wir das Statische beginnen. Später verliert sich das und wir gehen weiter mit der Bewegung. Dann kann er die Waffe nicht erkennen. Ja? Auf einmal ist ein Angriff da. Mit anderen Worten, schau, du kommst mal näher, schau, schau. Ich kann mit Impuls arbeiten, nochmal. Ich kann mit Klebe arbeiten, öffnen, Hinterkopf. Ja, gib mal Angriff, schau. Das ist auch weiche Aufnahme, Garn. Ich habe also Deckung, öffne, auch Qi-Shi. Ja, mach mal, schau. Das ist Schutz und Peng, Öffnung. Qi-Shi, kleben und Kontakt lösen. Und das gilt als funktionaler Baustein. Somit haben wir 6,5 und wir können loslegen. Machen wir nochmal die 6,5. In der Form würde es so aussehen. Weil ich mal rückwärts gehe und das Kontakt löse, mal vorwärts gehe. Das ist allgemeinhin bekannt als Inside Cover, Outside Cover, Inside Cover, Outside Cover. Aber das ist weich. Und dann löse ich Kontakt und das ist ein Schwung geben. Die Jipman-Form ist kurz, nur 24 Bewegungen. An sich ist alles drin. Der Schönheitsfehler in meinen Augen ist, ja, du musst dir das selbst erschließen, weil es ist so kurz, dass viele Informationen in meinen Augen verloren sind. Also was ich nicht mache, die Bewegung ist rund. Was ich nicht mache, ist das ist raumlich dreidimensional. Also die sogenannten Vorübungen beginnen aus Heben, Senken, Heben, Senken, Heben, Senken, vor, zurück. Das sind starke Vereinfachungen, wirklich starke. Wir machen erstmal eine Körperarbeitsvorübung. Die erste beginnt so, dass wir den Stock eben in der richtigen Breite halten. Okay, so. Und dann bewegt ihn mal vor und zurück. Und ihr seht dann, dass die Hüfte arbeitet. Das heißt, Körpermitte vor Extremität. Versteht ihr? Es macht der Körper.
Mach das. Okay, nächste Übung. Ich zeige kurz die Bandform, ja? Also Maß nehmen, heb, senk, heb, senk, heb, Stich, 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 Two, Gun, Pack, Rücklinksstich, Deckungsschuss, Wu, Tick, gehen rüber, Stich, Schutz, Wow, also links, rechts. Das ist eigentlich Fuchsau, heißt Kamquan, ist ein Abdeckverfahren und es drückt. Ich presse etwas herunter. In die Richtung, wo mein Standbein ist, geht die Stockspitze. Der Fuß geht 45 Grad. Bungee-Quan. Und dann schwenkender Stich, gleitender Stich. Das ist die Bandform. Lass es einmal durchmachen. Wir gehen genau in die Richtung, ja? Also, Anheb, Absenk. Anheb, Absenk. Anheb, erster Stich. Und ihr zieht euch an die Waffe ran. Stich. Ihr zieht euch an die Waffe ran, Stich. Hinteres Bein muss jetzt zurück und dann hänge ich mich ans Ende und mache Two. Und dann Gun. Jetzt muss der Körper tiefer werden. Ich schwenke 45 Grad zur Seite. Das ist eigentlich die Packbewegung. Bumm. Und ich mache den Stich hinterm Körper. Dann Schutzhaltung. Wu. Und Tick. Jetzt muss das Bein heben und der Körper kleiner. Und ich nutze den Drehpunkt auf dem Oberschenkel. Schau mal, ich mache nicht das. Sondern, merkt ihr, ich verwende das Bein, um das besser machen zu können. Also ich gehe Bam mit dem Körperimpuls. Mache den Stich. Runter. Wieder Tick. Jetzt beim Bong ist kein Umschließen, sondern nur halbe Finger. Diese Ebene muss frei bleiben, um Verletzungen zu vermeiden. Und wir machen Bong. Nicht im Kopf übergucken, leicht zurücklehnen und nicht die Arme strecken. Noch leicht gewinkelt. Jetzt muss ich greifen. Das war ohne Griff, jetzt greife ich. Sweep, also ich gehe rückwärts. Das nennt man Lao Soi und die Gegenrichtung Chan Shao Quan. Also fähige Bewegung und mit der Strömung gehen. Also Zug, fähiger rückwärts, vorwärts. Ihr könnt nicht mitmachen. Vergiss es. Geht nicht. Schaut es euch nur an. Schaut es euch nur an. Ja? Wir schaffen das. Ja? Alles klar. So, was wir jetzt beginnen ist, wir fangen mit Chi Quan an. Ihr kriegt ein Gefühl für die Kräfte und lernt die Bewegung spielerisch kennen. Erste Übung wird die Quadratübung sein. Square Exercise. Also, wir stehen so, immer die Ecke ruht auf Oberschenkel. Macht nicht sowas. Das ruht. Könnt Sie leichter halten. Einer ist der Aktive. Der andere tut aber nichts, sondern hält dagegen, um Kontrolle zu haben. Beispiel, schau. Ich schiebe jetzt mal, also wir machen ein Quadrat. Schau, ein Quadrat und jetzt macht er die Bewegung. Rüber. Merkst, er war aktiv, ich war aktiv. Ja, ich bin aber noch dran geblieben, er ist aber noch dran geblieben. Jetzt dreht er die Waffe und geht runter. Ja, nur bis horizontal. Mal. Ja, dann hebt er das Ende. Geht den Körper voraus und wieder, macht sich kleiner, als ob er Schnee schiebt, also sich kleiner machend. So.
Ja, und heb mich an. Gehe wieder zum Anfang. Jetzt mache ich das. Schau, bleib dran. 1, ich mache mich kleiner, gehe rüber. Oder fangst du wieder an. Runter, rüber, hoch, wieder. Ich mache es. Also ganz mechanisch, immer simpel. Einfacher kann ich es nicht machen. Rüber. Schau, ich verwende den Körper. Ja, reicht. So, von hier, schau. Jetzt muss die Hand drehen und der Körper hilft runter. So, jetzt sind wir horizontal. Jetzt musst du das Ende heben. Ende heben, weil du mich kreuzen musst. Höher, 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 hinten. Jetzt ziehe ich hier. Versuch dran zu bleiben. Schau. Jetzt hebe ich an. Du nimmst das Ende wieder runter. Halt dagegen. Die Hand ist viel zu weit am Körper. Muss sie sein, am Körper. Ja? Und ich gehe wieder zurück. Jetzt machst du die Bewegung ganz. Geh rüber, rechts. Du hast die Hand nicht am Körper. Ich muss. Guck mal. Runter. So, jetzt sind wir auf der unteren Ebene. Das heißt, jetzt musst du die Hand lösen und Ende hinten heben. Genau. Und zieh wieder. Nicht den Boden streifen. Ja? Mach dich kleiner und heb an und wieder rüber. Aha. Die Hand ist nicht am Körper. Muss am Körper sein. Für die obere Ebene ist die Hand am Körper, für die untere nicht. Das heißt, du rutschst vor und zurück? Oder? Nee. Da bleibe ich links, rechts, aber hier nicht. Hier ist so. Also letztendlich will ich will das mit der Hand machen, ich muss alles machen. Ja, guck. So, musst du von hier machen. Schon eine Idee? Wie würdest du fortsetzen? Oh, offen, zack. Oder, schau, wenn ich hier eindrücke, greif mal meine Arme. Merkst du? Ich gehe runter und ich lasse die vorbei. Greif die Arme. Und dann gehe ich hier rein. Und dann sind wir hier. Ja? Nochmal. Also, schau, wenn ich dich öffne, lass mich vorbei. Ja, aber nicht Arme heben, Körper senken. Guck, schwer. Und schlag mal zum Körper. Guck mal, greif mal meine Arme. Jetzt gehe ich hier rein und dann so. Greif nochmal. Ich kann das vorweg machen. Jetzt haben wir das. Ja, nachdem. Wenn ich dich eindrücke, drück mal die Arme ein. Nein, greif mal. Guck, ich gehe runter. Also, kleiner Rückwärtsschritt und senk. Und Schulterstoß. Mache ich aber auch. Wusa. Vergrote ich die Arme. Sind wir hier. Ja, nochmal. Quai. Wie würdest du befreien? Mach mal Ellbogen. Guck, nicht ausholen. Guck, sinken und vorgehen. Jetzt mache ich Bong. So. Das heißt, du bist auf einmal isoliert, wenn du das machst. Schau. Weißt du? Ich gehe dahin, mache einen Scherengang. Jetzt ziehe ich dich. Mach Bong so. Jetzt öffne ich. Geh Fuchser rüber. Gehe ich auch. Mach Bong. Wieder. Jetzt haben wir Spiralprinzip. Ja? Und dann sind wir hier. Vorsicht. So, drück mal die Arme auf mich. Drück. Nein, guck, schieb mal. Nein, mit Griff. Quai fuck. Du musst Bong machen. Bong. Bong, schau. Isolier dich. Das ist Ausdehnung, es atmet. Greif mal, schau. Bong. Du musst drehen und mich isolieren. Jetzt gehe ich Haugarm und du streckst den Arm. Schau, streck den Arm nach oben. Ich mach's mal bei dir. Schau. Also, du zur Befreiung gibst du Ellbogen. Jetzt machst du so, schau. Haugarm. Ellbogen, Haugarm. Strecke, greif den Arm. Geh hier rein. Stauch dich. Geh mal die Richtung und schon sind wir hier. Ja? Je nachdem. Okay, zieh mal meine Hand. Ja? Vorsichtig. Wie kommst du hier raus? Ellbogen, immer mit Körperarbeit. Zieh mal bei mir. Also schieb mal nochmal. So. Ich kann Quai machen. Das ist das Kippprinzip. Wenn ich hier drauf drücke, geht der Ellbogen hoch. Aber nicht nur das. Du musst noch Ausdehnung machen. Schau mal, greif mal. Bong. Ist nur Kipp. Ist noch nicht fertig. Du brauchst jetzt die Ausdehnung. Ich zeig's mal. Gib mal Quai. Schau, Quai ist Niederknien, diagonal abwärts Ellbogen. Mal. Quai. Merkst du, ich mach Spannung. Gib mal hier einen Faxau. Mach ich Pang. Die Ausdehnung. Also Faxau, Pang. Jetzt kommt Tok. Schau, ich kann dich im Gleichgewicht rauben. Wenn du meinen Arm hochhebst mit dem anderen Arm, nein, so und zum Kopf. Mach mal, guck, sink ich. Du hast es in der Sirim Tau hier. Zieh, guck.
Schau mal hier. So, wir machen das jetzt feiner. Ich habe einen Kreis gemacht, du machst einen Kreis. Also ich bin der Aktive, er bleibt aber dran. Er ist der Aktive, ich bleibe aber dran. Dann überhole ich ihn. Mache einen Kreis, er bleibt dran. Du machst die Richtung. Ich überhole ihn. Dieses Überholen ist eine Kreisbewegung. Quan. Ja? Schau. Also mach mal aktiv. Weiter. Schau. Ich überhole ihn, bis ich einen Kreis mache. Mach du aktiv. Ja, weiter, weiter, weiter. Ich überhole ihn, bis ich ihn habe. Ihr müsst vorher klären, wer ist aktiv. Der andere überholt. Jetzt bin ich mal der Aktive. Schau. Ich mache einen Kreis. Du überholst mich, Marc. Bis du mich hast, drehst weiter. Jetzt blocke ich ihn. Geh in die andere Richtung. Also wenn du siehst, ich mache das, überhol mich. Weiter. Und überhol mich. Weiter. Mach du mal einen Kreis. Ich überhole ihn. Zack, mach du einen Kreis. Ich überhole ihn. So tauschen wir ständig die Rollen. Ich bin jetzt der Aktive. Nein, du musst Druck dagegen halten. Druck dagegen halten. Also nein, nicht abhauen. Du musst immer merken, wo bin ich vom Druck und folgst mir. Du musst die Kontrolle bewahren. Ja? Schau, hier so. Ah, hast du keinen Druck bewahrt. Mach du mal den Kreis. Wir kreisen nicht mit den Armen. Nochmal, schau. Ihr kreist mit dem Körper. Nochmal, schau. Ich muss das vom Körper machen. Nochmal, schau. Vom Körper machen. Du musst dranbleiben lernen. Mach mal Kreis. Schau, mit dem Körper. Mit dem Körper. Das ist alles Körperarbeit. Und wieder. Ja, jetzt überhole ich dich. Jetzt mache ich den Kreis. Überhol mich mal. Überholen, weiter, weiter, bis du Kontakt hast. Jetzt blocke ich dich, also geh mal in die Gegenrichtung und du überholst mich. Kreis, 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 versuch es, bis du mich hast. Ja, wo ist er denn? Ja, weiter, Kreis mal, Kreis. Ich überhole dich, bis ich dich habe, Kann also mehrfach passieren, dass ich dich nicht gleich erwische. Ist möglich. Versuchen wir nochmal. Also, ich mache den Kreis. So, nein, tief, tief, tief. Und jetzt stoppst du mich und drück. Mach du aktiv. Weißt du, und jetzt überhole ich dich. So, überhol mich mal. Guck, mach weiter. Weiter, weiter, weiter. Guck, ich überhole dich. Und jetzt, ja, überholst du mich. Jetzt blocke ich dich, wir gehen in die Gegenseite und dann überhol mich. Weiter kreisen, weiter kreisen, weiter kreisen. Jetzt blocke ich dich, geh mal Gegenseite. Und überhol mich. Kreis, 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 jawohl. Also, die nächste Bewegung ist so. Der andere lässt zu, dass ich ihn verdränge. Ich zeig's mal, schau. Ich mache also einen Kreis und dann einen Schritt schräg auf ihn zu. Bunje Quan. Du machst einen Kreis. Auf mich zu, Bunje Quan. Ich gehe zurück und wang. Das drückt, ist kein Stich. Ist eine dreidimensionale Bewegung, die schräg im Raum nach vorne geht. Ich mache mal falsch, schau, ich mache mal falsch, ist vorbei, muss auf ihn. Also, noch mal ein bisschen tiefer, schau, ein bisschen, ne? Guck, ich mache Kreis und dann gehe ich, das ist der Falling Step, mit Gewicht. Du machst Kreis und mit Gewicht. Gehst zurück, mit Gewicht. Gehst zurück, ich überhole dich, mach es tief. Du machst Kreis, überhole ich dich, geh mal schön hoch. Ist wieder und überhole ich dich, geh mal schön tief. Mach mal tief. Hat geklappt, ja? Ja, nochmal langsam. Okay. So, also nochmal, eure Übung ist so, ja? Ja? Kreis machen und erstmal das zulassen. Machst du Kreis und Half-Fence zulassen. Jetzt überhol mich und dann wird's tief. Jetzt überholen mich und dann wird's hoch. Das ist die Übung. And move in your direction. Do a rotation and half fence. No. This step goes here. This is not me, must be to my face. Again, circle and half fence. This is called Bunje Quans. Bunje Quans. Sprichst du Deutsch? Ja. Halber Fächer. Ein ganzer Fächer ist 180 Grad, ein 45 Grad Fächer ist so. Ja? Also, mach Kreis, Rotation und Bunje Quan. Streck die Arme durch. Nach vorne. Streck die Arme durch. Okay, das heißt. Oh, zu schwach. Zum Gesicht. Streck die Arme durch. Und Gewicht vorne, das ist Quanbo. Quanbo. Schau, ich zeig's nochmal. Guck. Boom,
Ja, Kreis, entspann dich, entspann dich. Tja. Und machst du Kreis und wang. Kein Schritt, Kein Schritt? nur Ausfall. Okay. Nur Ausfall. Hopp, Kreis, schräg. Hast mich nicht getroffen. Ich bin hier. Zack. So, jetzt überhol mich. Weiter kreisen. Überhol mich. Überholen. Kreis, Kreis, Kreis. Weiter und jetzt tief. Mach Kreis. Schau. Ich überhole dich und geh tief. Du musst aber Spannung halten. Nochmal. Kreis. Bungequan. Nein, 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 das ist kein Schutz. Zum Gesicht. Zum Gesicht. Ja. Und geh zurück. Überhol mich. Überhol mich. Mach Kreis. Na, guck mal, ist die Richtung. Überhol mich. Überhol mich. Ja? Überhol. Nein, nein, nein. Guck, ich drück dich rüber. Du musst einen Kreis machen. Nein, 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 bleib oben. Bleib oben. Bleib oben. Kreis, weiter. Kreis, 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 Kreis. Weiter drehen, weiter drehen, weiter drehen. Noch. Dreh rüber. Rüber. Kreis. Nochmal. Ich mach so und du gehst rüber. Geh rüber. Weiter drehen und zum Knie. Aha. Und Ausfallschritt. Geh zurück, überhol mich, weiterdrehen und zum Gesicht. Aha, genau den Abstand. Hast du den? Guck, genau so. Streck den Arm. Nein, nein, halt das linke Ende drauf. Und dann unter die Hand und die Achsel und drauf. Auf den Boden. Auf den Boden. Auf diese Seite. Und da drauf. Merkst du? Das ist so. Ich mache jetzt einen Kreis und gehe auf dich zu. Jetzt machst du einen Kreis. Kreis, weiter, 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 weiter. Das Ende heben, weiter drehen und jetzt auf mein Gesicht. So, mit Ausfallschritt. Ja, bleib mal stehen. Das ist kein Nachstell, nur ein Schritt und nur Streck. Guck. So, schräg. Fuß quer. Ist nicht so, ist quer. Und dann so. Guck, mit Gewicht. Ganz durchstrecken. Ist kein Stich, ist Pressen. Okay, nochmal. Bitte nicht Fuß nachziehen. Nochmal. Mach einen Kreis. Nein, 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 guck. Das obere Position ist wie zwei Halbkreise. Ist der Stock auf dem Oberschenkel. Mach das nicht. Oberschenkel. So, guck, jetzt machst du einen Kreis. Kreis. Jetzt hebt das Ende hoch, hinten. Hoch, nicht den Boden berühren, ja? Weiter kreisen und jetzt auf mein Gesicht zudrücken. Ja? Nicht nachziehen, der Fuß geht dahin und Gewicht drauf. Gewicht drauf, das ist zu schwach. Kräftig, kräftig, ist zu schwach. Das muss auf mein Gesicht. Guck, auf mein Gesicht. Auf mein Gesicht, ja. Nein, nicht Fuß nachziehen, nur Ausfallschritt. Bleib so. Hier, größer. Volles Gewicht drauf. Volles Gewicht. Mehr. Groß. Ja? Und hier. Und kräftig. Okay. Hier. Merkst du, ich werde verdrängt. Machen wir nochmal. Halt so. Schau, ich zeig's. Zang, zang. Wusch. Und Kreis, Kreis. Und auf mich zu. Ah, stärker. Und schräg laufen. Schräg laufen. Schräg. 45 Grad Schritt. Ein Schritt. Nein, nicht das. Ein Schritt. 45 Grad auf Gesicht. Nochmal. Schräg, falscher Fuß. Ja. Guck, jetzt mache ich einen Kreis, nicht den Boden berühren. Ich mache es bei dir. Und du machst den Kreis. So, und jetzt überhole ich dich. Und jetzt gehen wir auf tief. Mach einen Kreis. Jetzt geht tief. Ist kein Stich. Ist das gleiche, nur tief. Fuß 45 Grad, Gewicht aufs vordere Bein, Ende gehoben und drück auf mich. Nein, guck, schön hochhalten. Nicht Fuß nachziehen, nur ein Schritt. Nochmal. Kein Stich, pressen, beide Arme strecken. Guck. Ja, gut. Und jetzt schau, mache ich das bei dir. Und du machst einen Kreis, jetzt überhole ich dich, jetzt gehe ich hoch. Mach einen Kreis, ich überhole dich und gehe tief. So, überhol mich mal. Kreis machen, weiter kreisen und hoch. Zu schwach. Und schräg laufen. Und nicht Fuß nachziehen, nur ein Ausfallschritt. Also so, schau, bam, geht zurück und wieder Ausfallschritt, na, Spitze hier, da. Nicht so flach, guck, nicht so, schön tief,
Ende hoch. Kreis mal. Kreis. Guck, heb die Ferse. Kreis und nicht Abstand am Körper. Geh runter, weiter kreisen und zum Kopf. Ausfallschritt 45 Grad. Ja, geh mir zurück, mache ich es bei dir. So, jetzt überhole ich dich und wir machen das tief. Machen Kreis und geh tief. Nein, nein, guck mal gut. Kreis, Kreis und tief. Heb das Ende hoch, muss so. 45 Grad Schritt, volles Gewicht drauf, ja. Und dann gehst du zum Knie. Und wieder zurückgehen. Schau, jetzt mache ich das. Und du machst das. Jetzt überhole ich dich und geh zum Kopf.